Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der beste Hund der Welt. Gibt's den? Klar gibt's den. Das ist immer der eigene. Klare Sache. Doch abgesehen davon gehen wir davon aus, Sie sind aktuell nicht im Besitz eines Hundes und möchten aber den besten Hund der Welt erwerben. Welcher wäre das dann? Genau das sehen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Also, bis gleich. Ich bin der Mann, der Hunde versteht, weil ich's fühlen kann. Ich kenne einen Dobermann, einen wahrlich wunderschönen Rüden. Groß, muskulös, schnell, sowohl körperlich wie auch geistig. Wenn dieser Hund seinen Besitzer ausführt, nicht umgekehrt, ist das ein ständiger Kampf darüber, wer die Kontrolle und das Sagen hat. Da wird gebellt, da wird geschrien, da wird geknurrt und verzweifelt geflucht. Ich sage Ihnen was. Hätte ich diesen Dobermann als Welpe bekommen, wären die Chancen, dass dieser Hund für mich der beste Hund der Welt geworden wäre, sehr hoch. Warum? Nun, mein Lebensstil und ich als Person wären auf einem Dobermann zugeschnitten. Ich mag, wie diese Rasse ist. Ich würde genießen, diesen Hund die geistige und körperliche Auslastung zu bieten, die er benötigt, um ein toller Dobermann zu werden. Ich kenne einen American Bully XL, ein beeindruckender Muskelprotz. Herrlich anzusehen. Dieser Hund wurde als Grundstücksbewacher erworben und hat sich diesbezüglich als Fehlentscheidung zu erkennen gegeben. Dieser Hund fristet als nutzlos von seinem Besitzer betrachtet 24 Stunden alleine im Garten dahin. Er hat Platz, Futter und Wasser, aber keine Gesellschaft. Jeder fremde Mensch, welcher an seinem Grundstück vorbeigeht, wird freundlichst von ihm begrüßt. Dieser Hund bittet förmlich um ein nettes Wort. Das sind seine Tageshighlights, sonst hat er nichts. Wenn man diesen Hund außer Sicht beobachtet, dann kann man nach einiger Zeit sehen, wie er sich in eine Ecke zurückzieht, hinsetzt und den Kopf hängen lässt. Dieser Hund ist eine Enttäuschung für seinen Besitzer, weil er kein Wachhund ist. Ich sage Ihnen was. Könnte ich diesen American Bully XL mit nach Hause nehmen, weil bei mir daheim kein Bandit existiert, der mir zusammen mit diesem Rüden die Wohnung umbauen würde, und das würde garantiert geschehen, dann wären die Chancen, dass dieser Hund für mich der beste Hund der Welt werden würde, sehr hoch. Warum? Nun, weil ich meine Erwartungshaltung gegenüber diesem armen Hund nicht auf eine Eigenschaft, nämlich auf diese des Wachhundes reduzieren würde. Ich kenne diesen Hundetyp, weiß, was er braucht, wäre als Person dazu fähig und würde es genießen, ihm dieses zu geben. Letzte Woche traf ich in der Nachbarortschaft auf 2 Hunde, welche ich hier in der Umgebung das erste Mal gesehen habe. Eine Pyrenäenberghündin, die Freundschaft mit meinem Hund Vito schloss, ein prächtiges, typisches Herdenschutzhundemädchen, das mir sehr gut gefiel. Wunderschönes Mädchen war das. Und bereits der zweite weibliche Vertreter dieser Rasse im Besitz der Hundeführerin war, die mir sagte, für sie wären diese Hunde die besten Hunde der Welt. Mich würde die Haltung eines Pyrenäenberghundes psychisch belasten, das kann ich Ihnen sagen. Ich kenne diesen Hundetyp, weiß, was es benötigt, um solchen Hund Lebensfreude zu schenken. Diese könnte ich ihm nicht bieten. Ist so. Ne? Ich lebe in einer Wohnung, verfüge nicht über ein Grundstück, und egal wie sehr ich mich bemühen würde, es würde mir nicht gelingen, die täglichen Selbstvorwürfe, welche ich
hätte, die davon handeln, dass ich diesen Hund nicht artgerecht halte. Es würde mir nicht gelingen, diese täglichen Selbstvorwürfe auszublenden. Es würde mir sehr häufig geschehen, dass ich mir beim Anblick dieses Hundes denken würde, du hättest ein viel besseres Leben als bei mir verdient. Ja? Und das würde meine Liebe zu diesem Hund zwar in keinster Weise schmälern, überhaupt nicht, aber meine Freude an seiner Haltung reduzieren, auf jeden Fall. Weil ich wissen würde, dass es dieser Hund woanders besser hätte. Außerdem traf ich auf einen English Bulldog Rüden, der mit einem älteren Herrn unterwegs war. Die beiden rasteten sich aus, der Besitzer saß mit seinem Hund neben ihm auf einer Bank. Es folgte dann ein nettes Gespräch zwischen uns und in diesem Gespräch erklärte er mir, dass diese Strecke, wo sie täglich unterwegs sind, ihre Lieblingsstrecke wären, da er selbst nicht der leidenschaftlichste Wanderer ist und sein Hund auch nicht. Beide würden es genießen, auf jeder Sitzbank auf dieser Strecke, die alle 200 Meter vorkommt, zu rasten und den Moment zu genießen. Als ich mit Vito weiterzischte, dachte ich mir, für mich wäre das nicht der beste Hund der Welt. Käme ich im Besitz eines typischen English Bulldogs, dann ist eine Sache gewiss. Ich würde diesen Hund lieben, so wie ich alle meine Hunde bis jetzt geliebt habe, gar keine Frage. Doch ich kenne mich, es würde mich belasten, den Hund bei Touren über Stock und Stein zu Hause lassen zu müssen. Obwohl mir bewusst wäre, dass ich hierbei dem Bulldog gegenüber richtig handeln würde. Trotzdem wären es in diesem Fall hauptsächlich zwei Gedanken, die mich belasten würden. Und zwar die Sehnsucht, einen Hund zu besitzen, der mit vollstem Elan mit mir zusammen durch die Natur fetzt. Und zweitens die Vorwürfe, welche ich mir selbst machen würde, weil ich diese Dinge erlebe, während mein Hund aufgrund seiner fehlenden Eignung dazu zu Hause bleiben muss. Weil ich wissen würde, sein Geist wäre mehr als nur bereit dafür, doch dieser ist gefangen in der Anatomie eines English Bulldogs. Ja. Das würde mich äußerst belasten und zwar absolut nicht meine Liebe zu diesem Hund, aber meine Freude an der Haltung zu ihm sehr schmälern. Liebe Zuseher, der beste Hund der Welt ist derjenige, der sich in Sie einfügt wie ein fehlendes Puzzleteil, mit dem Sie riesige Freude in der Haltung erfahren. Das ist der beste Hund der Welt. Jeder Hund da draußen kann Ihr bester Hund der Welt sein, wenn Sie genau dieses offene Stück eines Puzzles sind, in welches dieser Hund perfekt hineinpasst. Hört sich alles schön und gut an, oder? Ja, ich weiß. Ist eigentlich alles ganz einfach, ne? Könnte man sich denken. Ja. Ist es aber nicht immer, ja. Wissen wir. Da spielen schon sehr viele Faktoren mit. Ja. Hole ich mir einen Rassehund, bei welchem ich ganz genau weiß, wofür er gemacht wurde, wozu er neigt, wie er aussehen wird, oder hole ich mir einen Mix, von welchem ich beide Elterntiere kenne, oder einen Mix, von dessen Herkunft gar nichts bekannt ist. Hole ich mir einen Welpen, dessen Prägung in meiner Hand liegt, oder hole ich mir einen erwachsenen Hund, der schon geprägt ist, dessen Charakter mir in einem Gespräch mit dem Veräußerer erklärt wird. Ja, spielen so viele Faktoren mit. Ja. Welcher Typ Mensch sind Sie? Ja, haben Sie Ahnung von Hunden? Wissen Sie, was Sie suchen? Passen Ihre Lebensumstände und Ihre körperliche Konstitution zu diesem Hund? Fügt sich Ihre Erwartungshaltung in das Rassebild des Hundes ein? Ja, dann stehen die Chancen sehr gut, dass Sie den besten Hund der Welt erwerben. Klare Sache. Haben Sie nur sehr wenig Ahnung von Hunden, kein Rasseziel und somit fehlenden Fokus auf den passenden Lebensumstand, noch keinen Gedanken daran verschwendet, ob Sie körperlich einem Hund überhaupt gewachsen sind, dann stehen die Chancen nicht so gut, dass Sie irgendwann mal den besten Hund der Welt zu Hause haben werden, oder nicht so gut,
das irgendwann mal behaupten, den besten Hund der Welt zu Hause zu haben. Das waren zwei Extrembeispiele. Die meisten Menschen bewegen sich vor Erwerb eines Hundes in der Mitte dieser beiden, möchte ich sagen. Sie müssen Folgendes immer bedenken. Es ist viel schwerer für einen Hund, sich an Sie anzupassen, als umgekehrt. Ja, ich werde Ihnen erklären, wie ich das meine. Wenn Sie einen Hund erwerben, der völlig anders ist, als Sie es sich vorgestellt haben, und das geschieht öfter, als man glauben möchte, dann gibt es für mich 3 Optionen, mit welchen man gegen diese psychische Belastung vorgehen kann. Die erste, die wird häufig von Menschen in Anspruch genommen, welche nicht dazu fähig sind, zu erkennen, was sie einem Hund damit antun, und lautet Abgabe des Tieres. Ich sage Ihnen was, egal, völlig egal, welchen Hund ich hätte, von diesem trennt mich nur das Ableben oder rohe Staatsgewalt, sonst nichts. Absolut nichts. Ja, zweite Option, man versucht den Hund durch Training mit Berücksichtigung der Möglichkeiten des Individuums mehr in die Nähe des Hundes zu rücken, den man sich zuvor vorgestellt hat. Das ist die zweite Option. Und die dritte, und die schließt die zweite mit ein, wenn man erkannt hat, mit dem Formen des Hundes seine eigenen Grenzen und die Grenzen des Hundes erreicht zu haben, dann lässt man es gut sein, findet sich damit ab, stellt sich darauf ein und genießt so gut es geht, was man gemeinsam geschaffen hat. In den beiden letzten Optionen ist es für jeden möglich, das Gefühl zu empfinden, den besten Hund der Welt zu besitzen. Schauen Sie, es ist völlig klar, dass in Kommentaren unter Videos von Hundetrainern, in welchen Sie ein Hund-Mensch-Team bei der Demonstration von perfekt oder ablaufenden Aktionen bewundern können, häufig Menschen klagend kommentieren, welche einen erwachsenen Hund aus dem Tierschutz erworben haben. Überrascht mich niemals, ja, das wundert mich nie. Würden Sie mich fragen, welcher Hund für mich erziehungstechnisch die größte Herausforderung wäre, ohne lange nachzudenken, bekämen Sie von mir die Antwort: ein erwachsener, geprägter Mix mit Eltern unbekannt aus dem Tierschutz. Das sind immer Überraschungseier. Das ist nun mal so, das kann man nicht wegleugnen. Ne? Hier sollten Sie als zukünftiger Besitzer immer Ahnung von Hunden haben, vollste Bereitschaft zu Flexibilität zeigen, denn Sie wissen absolut nicht, was Sie erwarten dürfen bei solch einem Hund. Ja? Schauen Sie, ich stehe direkt an der Front mit Vito. Es gab vor seinem Erwerb nur 2 Dinge, die mir wirklich wichtig waren. Ne? Das war, es sollte wieder ein Rüde sein und er sollte schon als Junghund eine Anatomie vorweisen, die mir klar erkennbar zeigt, dass ich mit diesem Hund später dann als Erwachsener flott lange Strecken unterwegs sein kann. Das war mir wichtig. Und auf diese beiden Sachen habe ich meinen Fokus gelegt. Das konnte ich mir bei ihm auch aussuchen. Ne? Vom Rest musste ich mich allerdings überraschen lassen. Ich konnte bei ihm keine Charakterzüge erwarten. Mein Hund wurde als Paria-Hund in den Ausläufern der rumänischen Karpaten geboren. Ich war mir nur sicher, dass er völlig anders wird als meine Hunde vor ihm. Und ich hatte recht damit. Ja. Ich sage Ihnen was. Hätten Sie mir Vito, so wie er heute ist, vorgestellt, als ich Boris Attila oder Shiro noch besessen habe, hätte ich sofort gesagt, ja, das ist ein sehr schöner Hund. Aber charakterlich ist er absolut nichts für mich. Zu umweltscheu. Ich könnte mit ihm in keine Menschenmengen hineingehen, ohne ihm enormsten psychischen Stress auszusetzen. Zu misstrauisch fremden Dingen gegenüber, zu giftig zu Hause bei Besuch von Leuten, die er nicht kennt. Ständig die Gefahr vorhanden, dass er ansatzlos zuschlägt. Absolut nicht geeignet für das Gruppentraining am Abrichteplatz. Schutzarbeit ginge nur über den Wehrtrieb, da so gut wie kein Beutespieltrieb bei ihm vorhanden ist. Wenn man mit diesem Hund in urbanem Gebiet unterwegs ist, wo Kinder laut lachend auf Rädern herumfahren, dann geht er derart in Deckung, dass Menschen, die diesen Hund nicht kennen, der Meinung sein könnten, der Hund wird zu Hause misshandelt. Damit würde ich nicht klarkommen. Genau das hätte ich Ihnen gesagt, hätten Sie mir Vito damals vorgestellt, so wie er heute ist. Nun habe ich ihn aber seit 5 Jahren. Mit 5 Monaten ist er zu mir gekommen. Und ich sage Ihnen was, ich liebe diesen Hund über
alles. Für mich ist er mit Abstand der beste Hund der Welt. Wissen Sie warum? Nun, weil wir uns zu 100% aufeinander eingestellt haben. Ja. War ich vor ihm noch ein offenes Puzzleteil, in das er nicht hineingepasst hätte, überhaupt nicht, ja, passte heute perfekt hinein. Aber aufgepasst. Trotzdem wusste ich vor seinem Erwerb, dass er eben kein Pyrenäen-Berghund wird, bei welchem mich permanent Selbstvorwürfe plagen würden, weil ich ihm kein Grundstück zu bewachen bieten kann. Und genau so wusste ich auch, dass er in Zukunft nicht durch die Anatomie eines English Bulldogs in seinem Bewegungsradius eingeschränkt sein wird. Und ich ständig Leid für ihn empfinden muss, weil ich ohne ihn durch die Wälder zische. Diese beiden Dinge hätten meine Freude an seiner Haltung extremst geschmälert. Und ich hätte zwar sagen können, ich habe den besten Hund der Welt zu Hause, aber ich bin nicht der beste Besitzer der Welt, den er haben könnte. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Suchen Sie sich einen Hund, der wie ein Puzzleteil in Sie hineinpasst. Sehen Sie sich an, wie es um diese Rasse steht, sportlich oder nicht, beschützend oder eher weniger, hoher oder geringer Fellpflegebedarf, kantig oder eher gelassen, groß oder klein. Und wie sieht es mit Ihnen aus? Noch wichtiger, sind Sie sportlich oder eher nicht? Würden Sie mit einem beschützenden Hund klarkommen oder in den Nachrichten landen? Nehmen Sie einen Hund, der zum Hahn neigt, in Kauf? Tun Sie sich diese Arbeit an? Bevorzugen Sie den Pfeffer des Dobermanns oder haben Sie es auf die Güte des Goldies abgesehen? Hätten Sie sogar Platz für einen Herdenschutzhund oder wäre doch besser ein Hund angesagt, der auch mit einer Wohnung klarkommt? Denken Sie drüber nach, bevor Sie sich einen Hund holen, und Ihre Chance in Zukunft den besten Hund der Welt zu besitzen sind hervorragend, würde ich mal sagen. An alle herzlichen Menschen da draußen, welche einem Hund aus dem Tierschutz ein neues Zuhause schenken. Sie benötigen das feinste Händchen, meiner Meinung nach. Oder? Sie müssen Flexibilität beweisen. Sie müssen sich selbst zum passenden offenen Puzzleteil, in das Ihr Hund perfekt hineinpasst, formen. In den meisten Fällen ist das so. Eines noch, vergleichen Sie nicht. Tun Sie das nicht. Sie sind Sie und Ihr Hund ist Ihr Hund. Der Hundetrainer im Video ist der Hundetrainer mit seinem Hund. Ja? Dieses Gespann hat seine eigenen Grenzen und Sie und Ihr Hund hat seine eigenen Grenzen. So ist das nun mal. Arbeiten Sie mit Ihrem Hund, versuchen Sie das Optimale aus der Beziehung von Ihnen und Ihrem Hund rauszuholen. Ja, aber setzen Sie sich andere Personen mit Ihrem Hund oder mit Ihren Hunden nicht als Ziel. Tun Sie den Fehler nicht. Ja? Sie erkennen, wenn Sie Ihren Zenit erreicht haben, und der ist bei jedem anders. Ist nun mal so. Ja? Finden Sie sich damit ab, stellen Sie sich zu 100% darauf ein und genießen Sie das Zusammenleben mit Ihrem besten Hund der Welt. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.